Damit die Coroneros nicht am Wochenende auf der faulen Haut liegen, werden am Freitag Eier und Reis angeliefert. Da drückt sich der Dino noch unter Wasser rum und macht sich ein gemütliches Leben. Aber die Reissklaven und die Eierträger müssen kräftig schuften. Naja, die sind froh, dass sie in diesen Zeiten einen Job haben und beklagen sich nicht. Am Samstagmorgen treten dann die Coroneros zeitig an, um die Beutel zu füllen, auf welche die Hungrigen schon sehnsüchtig warten. Die Sonne scheint, die Laune ist gut und mit Schwung nimmt die Crew ihre Arbeit auf. Schnell wachsen die Haufen und Körbe mit den Portionen und der Stapel Reissäcke und die Eierberge schmelzen dahin. Währenddessen sitzt Pflegetochter Ying im verwaisten Büro und druckt Registrierlisten und Ausgabenummern für die Bürokraten. Die kratzen schon ungeduldig mit den Kugelschreibern und streifen, so wie auch die Ordnungskräfte, Handschuhe über und füllen die Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel. Die Hungrigen warten schon in langen Reihen und erhalten ständig neuen Zulauf, welchen die Ordner einreihen und zum Abstandhalten aufrufen. Geduldig lassen die Essensempfänger die Anweisungen über sich ergehen und fügen sich ohne zu murren. Sie wissen, dass das nicht von den Coroneros kommt, sondern von den Behörden. Und die wollen auch nur, dass es keine unnötigen Infektionen gibt.
Dann beginnt sich die Corona-Maschine zu drehen. Kugelschreiber flitzen über das Papier, ID-Karten und Nummern werden ausgegeben und die ersten wandern Richtung Hauptstraße zu den Ausgabetischen. Dort wurde schon alles vorbereitet und die Tische sind bestückt und warten auf die Abholer. Und da kommen ja auch schon die Ersten und greifen zu. Die Tische leeren sich und werden ständig von hinten her wieder aufgefüllt, sodass keine Lücken entstehen. Die Corona-Gang hat mal wieder Verstärkung aus Europa erhalten. Mit dabei sind heute Olli und Stefan, zwei unserer Unterstützer aus der Gegend von Hannover. Sie sind zum Tauchen nach Phuket gekommen und helfen heute mit bei der Ausgabe. Ivanka und Max, die Kinder von Olli, hatten zu Beginn der Corona-Gang spontan ihr Taschengeld gespendet, als sie erfuhren, dass ihr Vater Geld für hungernde Kinder nach Thailand überwies. Das ganz ad hoc und ohne Aufforderung durch die Eltern. Hut ab, ihr beiden! Olli und Stefan haben für die Kleinen Süßigkeiten mitgebracht und verteilen die, wenn mit der Schlange Kinder anrücken. Und sie helfen natürlich auch beim Bestücken der Tische und beim Verteilen. Die kleineren der Kinder wundern sich, dass die weiße Fee sich plötzlich in zwei stattliche Männer verwandelt hat. Aber bei den Märchenwesen weiß man ja nie genau, was die so alles machen. Egal, Hauptsache es gibt was Süßes. Währenddessen rattert die Corona-Maschine die ganze Zeit unterbrechungsfrei vor sich hin. Nummer abgeben, Reisbeutel greifen, die Tüte mit Eiern in Empfang nehmen und bitte Platz für den nächsten machen. Die Zeit vergeht schnell, die Reisberge schmelzen und die Schlange der Bedürftigen wird kürzer. Schnell noch das Fahrzeug für die Nichtmobilen beladen und dann ist es für heute geschafft. Beinahe. Eine Spaßnummer noch zum Abschluss. Die Coroneros erhalten einen Teil der übrig gebliebenen Süßigkeiten für ihre Kinder und legen dabei ein paar komische Einlagen hin. Olli und Stefan begleiten uns dann auch noch zu den Nichtmobilen im Armenviertel. Dort gibt es dann gleich zum Anfang eine freudige Überraschung. Die obdachlose Frau mit dem Kleinkind sitzt vor der Behausung der halbblinden und gehbehinderten Oma. Sie sieht besser aus als letzte Woche.
seelisch wie physisch. Und dank Probs Hilfe sind das Kind und sie auch besser gekleidet. Neben den beiden tummeln sich Kinder der Nachbarn. Es sieht so aus, als hätte die Corona-Gang der Frau wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft gemacht. Und schon kommt die nächste gute Überraschung. Die Oma, die vergangene Woche sehr schlecht beieinander und nicht ansprechbar war, hat sich aufgerappelt. Es geht ihr jetzt wieder besser. Scheint ja gut zu laufen heute. Hoffentlich hält unsere Glückssträhne an. Die Kinder im Armenviertel sind keine Rassisten. Egal ob weiße Fee, ob Prob oder zwei kräftige Männer, sie kommen angerannt, wenn sie den Beutel mit den Süßigkeiten sehen und freuen sich. Weiter geht es durch die Prachtstraßen des Nobelviertels. Stefan und Olli staunen nicht schlecht ob des Luxus und der Verschwendung in diesem Teil Puckets. Der Frau mit dem amputierten Bein wollen wir eine Gehhilfe besorgen, damit sie sich wenigstens in der Wohnung selbst bewegen kann, wenn ihr Mann zum Abfallsammeln nicht zu Hause ist. Mal sehen, was wir da zu Wege bringen. Olli hat schon eine gute Idee. Die steinalte Dame, welche erst kürzlich ihren Mann verloren hat, sitzt traurig auf ihrem Bett. Viel kann man da nicht tun, um diesen Verlust wettzumachen, aber ein paar tröstende Worte kommen da zur rechten Zeit. Wie immer deprimiert der Gang durch das Nobelviertel die Teilnehmer. Aber es hat ja auch sehr erfreuliche Erlebnisse gegeben, also wollen wir nicht meckern, sondern hoffen auf weitere gute Nachrichten in den kommenden Wochen.
Dann kommen noch ein paar Selbstabholer und danach bereitet sich Prop auf ihre 4. Corona-Impfung vor, welche sie morgen erhält. Olli und Stefan werden sich noch einen kleinen Umtrunk gönnen, während sie ihre Erlebnisse bei der Corona-Gang verarbeiten. Und der Dino macht sich daran, den Bericht zu erstellen und ölt seine Gehirnwindungen mit einem Bier. Vielleicht werden es ja auch 2 oder 3. Die Omikron-Welle fängt langsam an zu sinken. Und die Coroneros hoffen, dass dadurch eure Laune und Zuversicht anfängt zu steigen. Bleibt stark, bleibt gesund und haltet zusammen. Eure Corona-Gang.